Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, das Getriebe auszubauen und die Kupplung zu demontieren. Die Teile schauen wir uns dann mal an. Nach dem Intro geht's los. Ja, wir hatten ja in dem Video Kupplung zerlegen bzw. die Vorarbeiten dazu, also alles abbauen, den Rahmen lösen, den Rahmen nach oben ziehen. Das kann ich euch hier oben mal verlinken. Hatten wir das ja alles gemacht und jetzt geht es darum, das Getriebe rauszuholen und natürlich später dann die Kupplung zu demontieren. Das Getriebe ist hier am Motor mit, ich glaube, 6 Schrauben angeflanscht, mit solchen Schaftschrauben hier, und die müssen wir alle lösen. Die haben Passhülsen, also das Getriebe, die Motorseite, die hat Passhülsen, dass es an der richtigen Stelle steht. Und das Problem dabei ist aber, dass ja die Verzahnung an der Kupplung auf der Verzahnung von der... Und hier steckt ja immer noch die Kupplungsdruckstange drin, die geht bis nach vorne. Wenn wir also das Getriebe nehmen und ziehen es einfach so ab, dann kann es passieren, dass wir uns die Kupplungsdruckstange verbiegen, ne, weil die da in der Führung drin sitzt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und dazu gibt es solche Schrauben, das sind so Bolzen. Und die Bolzen werden einmal oben, also links, das schauen wir uns gleich an der zweiten Schraube eingeschraubt. Und hier unten auf der Ecke am Krümmer wird ebenfalls auch so ein Bolzen eingeschraubt. Den kann man so ein bisschen mit Fett einschmieren, dass der ein bisschen flutschig ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir diese Schrauben ringsherum alle lösen und können über diese Führungsbolzen im Prinzip das gesamte Getriebegehäuse nach hinten wegziehen. Soweit, dass man hier auf der Seite im Prinzip die Verzahnung sieht, beziehungsweise die Kupplungsdruckstange. Und das Gleiche machen wir beim Zusammenbau. Das ist einfach nur eine Hilfe, damit wir eben das Getriebe nicht verkanten. Ja? Und somit die Druckstange oder die Druckstange verbiegen oder irgendwas anderes beschädigen. So, das ist die untere rechte Schraube. Die machen wir raus. Dann schrauben wir uns hier unser Gewindestift rein. Da mache ich jetzt gleich noch ein bisschen Fettspray drauf. Das kann man vorne mit dem Schraubendreher eindrehen, ein bisschen gerade bis zum Anschlag, dass er einigermaßen fest sitzt. Und dann gehen wir auf die andere Seite rüber. So, dann haben wir hier die zweite Schraube. Drehen wir ebenfalls den Bolzen rein. Das ist die erste Schraube vom Getriebegehäuse. Zweite Schraube umlaufen bis runter zur 6. Schraube, dann kommen wir wieder darunter. So, ich habe mir das jetzt hier unterbaut. Wagenheber. Wie gesagt, hier unten ist eine Passhülse drin und oben links ist eine Passhülse drin. Wenn da schon Korrosion dran ist, dann ist das ein bisschen schwierig, das zu lösen. Aber ihr dürft natürlich da auch nicht zu viel Druck drauf geben. So. Ja, beidseitig gucken. Hier drüben ist frei. Man sieht das nämlich schon, dass da die Passhülse ein bisschen Korrosion haben. So. Hier oben gibt es das Problem. So, das Getriebe ist frei. Das Getriebe ist frei und sitzt jetzt im Prinzip hier unten. Ich zeige euch das mal. So, hier sitzt es jetzt erstmal auf der Schiene, auf dem Bolzen und oben ganz genauso. Wenn man hier zwischen reinguckt, sieht man eben die Verzahnung von der Welle.
die wir jetzt weit genug nach hinten ziehen können oder nach hinten ziehen müssen, dass wir das Getriebe im Prinzip ablassen können. Das mache ich jetzt mal. Es ist ein bisschen schwierig, das im Video zu zeigen. So. So, dann können wir das hier mal drehen und mal gucken. Kupplungsdruckstange ist hier mit dem Filzring drauf. Ja. Der steckt hier drin. So, ich hatte ja schon im ersten Video von diesem Teil hier gesprochen. Hier auf der linken Seite. Und das arretiert jetzt im Prinzip die Schwungscheibe. Und so können wir hier die Schrauben öffnen. Dann halten wir uns das hier unten so fest. So. Diese Scheibe bleibt. Ja, das ist nur die Aufnahme für die Kupplung. So, für diejenigen, die nicht wissen, wie so eine Kupplung funktioniert, wie die aufgebaut ist. Also wir haben hier das äußere Kupplungsgehäuse mit dieser Scheibe, diese Anlagefläche und die Reibscheibe mit der Verzahnung in der Mitte. Die wird hier aufgesetzt. Dann haben wir hier die Gegenplatte. Die ist hier, kann man das mal sehen, die ist hier auch federgelagert. Ne? Also diese Spangen hier, das sind wie Federn. Und wenn man das so zusammen hat, dann ist diese Kupplungsscheibe locker, ne, dazwischen. So. Und die wird zusammengepresst durch die Feder, durch die Tellerfeder. Und die Tellerfeder, die sitzt hier oben drauf. Und dieser Rand hier außen, der sitzt hier drin in dem Kupplungsgehäuse, genau in dieser Kante. So, und jetzt geht hier die Kupplungsdruckstange durch. Also das ist alles zusammengepresst, so, ja, und dann eben befestigt, klar. Und wenn das zusammengepresst ist, kommt hier die Kupplungsstange, die Kupplungsdruckstange durch, in der Mitte, zentriert genau. Und wenn man nun die Kupplung betätigt, dann ist es so, dass die Tellerfeder, also, das ist schon ein bisschen schwierig zu zeigen, die Tellerfeder, die wird in der Mitte zentral gedrückt. Wenn die gedrückt wird, ist dieses Gehäuse, diese Scheiben sind etwas entlastet. Und durch das, dass der Ring hier auch federgelagert ist, drückt der natürlich dann mit dagegen. Ja, also die Druckstange drückt, das nimmt Abstand und somit wird die Kupplung frei, wenn ich drücke. Ne, wenn ich den Hebel drücke, Kupplungsstange rein und dann wird das hier etwas, also nicht so viel, wie man das jetzt hier sieht, ja, ganz minimal wird es frei und der Motor ist so vom Getriebe getrennt, ja, weil es ja so eingebaut ist. Hier ist Getriebe und auf der Seite ist der Motor, ja, und wenn man also das öffnet letztendlich, dann dreht der Motor weiter, ja, also dieses Teil dreht weiter, ja. Ich hole mal die Druckstange. Wir gucken uns aber gleich nochmal das Getriebe kurz an. Das ist die Kupplungsdruckstange. Diese Kupplungsdruckstange, die steckt auf der Seite in dem Kupplungsneberzylinder. Dann haben wir hier den Filzring. Ist hier einfach so außenrum gemacht. Ne? Das ist so ein kleiner Filzring. Da gab es auch Unterschiede. Ja, also gab es Wellen, die waren durchgehend, da gab es keinen Filzring.
Und wenn der hier abgenutzt ist oder wenn der abgeschmirgelt ist, dann kann das sein, dass die anfängt zu klappern. Dann gibt es Geräusche. So, und die geht hier nach vorne und stützt, ich hoffe, das kann man sehen, und stützt sich letztendlich hier in der Tellerfeder, stützt sie sich ab. Und der äußere Rand von der Tellerfeder, der ist im Prinzip abgestützt im Kupplungsgehäuse. Und wenn ich jetzt hier hinten drücke mit dem Kupplungsnehmerzylinder, drücke ich diese Scheibe rein. Durch das, dass der mittlere Ring hier, diese Scheibe, und der äußere, die sind lose miteinander, also lose verbunden. Und die mittlere Scheibe ist hier hinten auch nochmal mit so Spangen gehalten. So, das heißt, damit entlaste ich, im Prinzip drücke ich die Feder und entlaste die Kupplung und öffne die Kupplung beim Drücken vom Hebel. Ob das hydraulisch ist oder ob das über ein Seilzug geht, ist egal. Also die Betätigung ist dieselbe letztendlich. Und dann passiert das, was ich eben gesagt habe. Ne? Kupplung wird frei, Motor dreht weiterhin. Und das hier, diese Scheibe, die dreht natürlich auch mit, klar, weil die in dem Kupplungspaket mit drin sitzt. Die Stange auch. Ja, also die kann auch mitdrehen, ja, auch wenn das entlastet ist. Deswegen gibt es im Kupplungsnehmerzylinder hinten dieses kleine Lager. Der Filzring, der muss erneuert werden, also der lässt irgendwann halt einfach nach, der wird immer dünner. Die Welle, die muss natürlich exakt gerade sein, weil auch auf diese Distanz, wenn man die ganze Zeit dagegen drückt, kann die sich ein bisschen verbiegen. Das kann man testen auf einer exakt geraden Fläche, wenn die rollt. Man kann das auch vermessen, ja, aber wenn man die über eine exakt geraden Fläche dreht oder laufen lässt und die läuft einwandfrei darüber, dann ist die in Ordnung, nachdem man sie sauber gemacht hat. Kupplungsbelag. Es gibt ja unterschiedliche Kupplungsbelege für unterschiedliche Modelle. Ne? Also 1100er haben ein bisschen einen anderen Durchmesser, ich glaube 180 mm, die hat 165 mm. Dann gibt es Sinterkupplungen, dann gibt es ölfeste Kupplungen. Ölfeste Kupplungen haben diese Unterteilungen dazwischen, also die sind nicht glatt wie die, sondern die haben so Belagzellen, sage ich jetzt mal. Ja. Und diese ganz normale Standardkupplung, die hat normalerweise im Neuzustand, also ich habe jetzt noch keine da, aber im Neuzustand hat die 6,7 mm. Und die hier hat 5,4. Das Mindestmaß, was sie haben darf, also weniger nicht, weil sonst gibt es Probleme hier mit diesen Vernietungen. Ich zeige das mal. Also die ist ja hier befestigt, also diese Belege sind hier drauf befestigt auf beiden Seiten. So. Und wenn der Belag natürlich zu weit nach unten, wenn der Belag zu weit abgenutzt ist, dann kann das natürlich sein, dass diese Nieten hier auf der Scheibe schleifen. Ja. Und umso dünner natürlich der Kupplungsbelag wird, umso schneller kann es passieren, dass sie zu warm wird, dass sie einfach, wie soll ich sagen, ja, dass sie überhitzt und dass der Belag zum Beispiel hart wird. Das ist wie beim Bremsbelag. Wenn der Bremsbelag eben halt zu heiß wird, ja, dann kann der eben halt verglasen sozusagen, ja, und dann greift auch die Kupplung nicht mehr richtig. Ja, das kann passieren, auch wenn die Kupplungsscheibe noch in Ordnung ist und man lässt die ganze Zeit die Kupplung schleifen oder so, oder stimmt was nicht an der Kupplungsbetätigung, dann kann das genauso passieren. Wenn man sich jetzt ein Kupplungspaket kauft, dann ist die natürlich dabei, die Kupplungsreibscheibe, dann der Gehäusedeckel außen ist dabei, die Druckscheibe hier und die Tellerfeder ist dabei, in einem Komplettset. Noch ganz kurz, diese Verzahnung hier in der Scheibe, in der Kupplungsscheibe, diese Verzahnung, die muss natürlich geschmiert werden. In jedem Fall ist es so gewesen, dass das hier nicht geschmiert war. Also der Bereich hier innen drin, in der Verzahnung, der war nicht geschmiert. Warum auch immer.
Ich packe jetzt noch mal kurz das Getriebe auf den Tisch, dann gucken wir uns die Getriebeausgangswelle an oder die Getriebeeingangswelle. So, das ist die Getriebeeingangswelle. Und da muss wohl was drauf gewesen sein, ja. Da kommt auch nicht besonders viel drauf. Aber da muss halt auf jeden Fall auch was drauf. Und auch bei den Getriebeeingangswellen ist es eben wichtig, oder bei diesen Verzahnungen sowieso, dass die Zähne hier keinen Verschleiß, keine Riefen aufweisen, dass das alles in Ordnung ist. So, und hier haben wir einen Simmering drin, einen Wellendichtring. Und den Wellendichtring, den werde ich auch erneuern. Hier innen drin steckt die Kupplungsdruckstange, die dann hier rauskommt. So, wenn wir jetzt mal hier, wenn da der Filzring fehlt oder verschlissen ist, dann kann die hier anfangen zu wackeln. Und das ist natürlich nicht gut, weil klar ist, wenn die Kupplung nicht gezogen ist, dann dreht sich das Getriebe, also wenn das Fahrzeug fährt und die Welle dreht sich und die Stange kann da drin hin und her schlagen und dann kann es da zu Problemen kommen. Geräuschentwicklung. Ja, auf der anderen Seite haben wir also die, mal da reingucken, ja. Das ist die andere Seite der Welle. Ja. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich hier drehe, genau, dreht sich das mit. Und dieser ganze Siff, der hier drin ist, das Zeug, das ist Getriebeöl. Und der Simmering, der hier hinten drin sitzt, der wird auch getauscht. Genauso wie der hier. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.